We are back with another Tech Talk here at Brabus HQ, and this time we brought one of our absolute rock stars from 2022. A car that is big, that is bold, but that this time is not black, but gray. And that, some of you might know, already hints at its identity. It carries our most famous product name, and it's been a surprise even to us here in Team Brabus. It's the sportier, lower performance pickup brother of the Brabus XLP, the Brabus 900 Rocket Edition. And of course, I'm not discussing it alone, but as you guys know by now, I'm doing it with Jörn, our CTO. Hi Jörn. Hallo Konstantin. So, P900. Ja, wie du einleitend richtig gesagt Rocket hast. Edition. Rocket Edition, die sportliche Performance-Pickup-Variante und der sportliche, performante Bruder des XLPs. Wie ist das passiert? Ich meine, wir stehen jetzt vor einem Auto, was finde ich eine absolut starke eigene Identität hat, Ja. was einen sofortigen One-Second-Wow-Effekt hat und was auch als Brabus Rocket Edition ganz klar erkennbar ist. Und trotzdem war 21 noch nicht so richtig erkennbar, dass wir vom XLP kommen zum Auto. Nee, war gar nicht, wie du sagst, so richtig auf einer Produktroadmap. Also ergab sich eigentlich aus dem Umstand, dass wir natürlich gesehen haben, dass der XLP super erfolgreiches Produkt war. Und am Ende ist das ja ein bisschen eine Symbiose aus beiden Welten. Du hast die sportlichen Komponenten des Brabus 900 Rocket Edition, Basis normal AG, kombiniert mit dem Pickup-Thema vom XLP. Und wir haben dann damals mal so erste Scrabbles gemacht. Du erinnerst dich dran? Ja, wir haben ganz viel Diskussion geführt über die Frage Proportionen. Ist es einfach der XLP ohne Portalachsen? Das war auch nicht so richtig der Fall, weil es natürlich ein viel performanteres, auf die Straße ausgelegteres Auto ist. Also es hat sich eigentlich aus der Idee zu sagen, was passiert denn, wenn du einen XLP tiefer legst, in Anführungszeichen, genau. und eben nicht die Portalachsen für mehr Bodenfreiheit einbaust. Was passiert denn eigentlich mit den Proportionen des Autos? Was wird das für ein Ding? Also was mich ja immer an dem Projekt von Anfang an begeistert hat. Ja, ich hatte immer so im Kopf ein Pickup, mit dem du mit offener Ladefläche 280 fahren kannst. Und das war für mich immer so der Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen so ein Auto machen. Ne? Und? Kann er. Kann er. Kann er. Lass uns mal vorne einsteigen, würde ich sagen, oder? Wir gehen von vorne nach Da hinten. ist ja auch so das ein oder andere Detail dabei, was wir noch nie gemacht haben. Gerade vorne. Jetzt ist natürlich alles, was den Namen Brabus Rocket trägt, immer per se schon mal sehr performant. Genau, es ist immer On-Road, es ist immer Performance, es sind immer unsere maximalen Reifen, es ist immer maximal Carbon. Ein erstes Highlight ist natürlich, dass jetzt hier bei diesem Auto erstmalig der Motor, also gerade das 900 PS Herzstück, besonders in Szene gesetzt Genau, ist. deshalb freue ich mich, dass so ein Auto jetzt fertig ist und wir es auch mal zeigen können. Ich finde fast, dass du, wenn du das Auto irgendwo hinstellst, kommen unheimlich viele Besucher an einem Fahrzeug vorbei, gucken sich das an, sagen, boah, Pickup, und sind völlig, also One-Second-Wow-Effekt ist 100% gegeben und stehen da und wissen gar nicht, wo sie zuerst hingucken sollen. Ich finde ehrlich gesagt, dass dieses tatsächlich eigentlich super spektakuläre Detail fast schon ein bisschen reduziert rüberkommt. Jetzt ist natürlich klar, bevor ich wieder erschlagen werde mit diversen Kommentaren, reduziert ist natürlich relativ. Insgesamt, glaube ich, haben wir hier schon ein ziemlich ausdrucksstarkes Auto hingestellt. Aber, dass wir hier zum ersten Mal in der Brabus-Geschichte ein gläsernes Inlay in der Motorhaube haben, um den Motor auch sichtbar zu machen, war meistens nicht der erste Kommentar. Nee, genau. Also ich glaube, dieses Auto hat natürlich in seinem Gesamtauftritt die Leute so begeistert, wie du sagst, mit dem One-Second-Wow. Und dann merken wir aber oft auch schon mal, dass Details, die uns ja, weil auch gerade dieser Produktentstehungsprozess hier, der war ja nicht in 2 Monaten geschehen. Und gerade du hast dieses Thema ja schon oft und lange gefordert. Und es war ja auch ein recht mühseliger Weg, das alles technisch so umzusetzen, dass es auch wirklich funktioniert. Und dann ist es immer so,
so interessant zu sehen, dass man es natürlich klar in ein Gesamtfahrzeugkonzept integriert, als Gesamtprodukt präsentiert und eigentlich die Leute erstmal mit dem Gesamtprodukt so beschäftigt sind in der Wahrnehmung und Verarbeitung, dass du schon mal manchmal sagen musst, guck doch mal auf dieses Detail. Und dann bist du schon fast ein bisschen enttäuscht, dass nicht alle sofort dahin springen. Ich glaube, das zieht sich aber durchs gesamte Jahr 2022, dass wir wieder, da freue ich mich echt drüber, dass wir wieder eine Reihe Autos gebaut haben, bei denen du echt eine Stunde unterwegs sein kannst, bis du mal alles gesehen hast. Und wir führen ja unheimlich viele Diskussionen über Komplexität und wollen eigentlich immer noch mehr, weil wir immer neue Fertigungsverfahren und Ideen haben, die wir schon lange auf der Pfanne haben und die wir jetzt endlich versuchen, dann in jedes neue Modell reinzubekommen, wo uns unsere Fertigung brutal für bestraft, weil es verdammt kompliziert geworden ist. Ja, sehr kleinteilig. Das sind Fahrzeuge, wo du wirklich einfach viel Zeit mit verbringen kannst. Aber anyway, lass uns doch mal von unten reingucken. Die Scheibe ist natürlich nicht nur von außen spektakulär, ich finde sie auch von innen spektakulär. Absolut. Wie sie aussieht. Und das zeigt auch so ein bisschen den Aufwand mit der Belüftung und vielmehr auch Abluft hier in dem Bereich. Das große Carbon-Insert in der Haube. Also das ist schon wirklich massiv, was man hier für einen Aufwand treibt, um eben dieses schöne Detail zu zeigen, dass man eben auf diese schöne rote Carbon-Motorverkleidung schauen kann und eben das Herz dieses Autos sieht. Klar, ist ein extravagantes Detail und ist was Neues. Ich finde es aber auch gleichzeitig sehr gut ins Fahrzeug integriert und es ist nicht so auffällig, dass jetzt alle sich sofort auf die gläserne Motorhaube stürzen. Das liegt ja auch im Wesentlichen daran, dass wir, ich sag mal, unserer grundsätzlichen Designsprache bezüglich Motorhaube und Carbonbereich auf der Haube treu geblieben sind. Genau, sieht der bekannte ja Motorhaube nur die Scheibe dazu gekommen, aber man sieht hier gerade eben, es ist halt noch viel mehr passiert als nur die Glasscheibe sozusagen. Lass uns mal über den Motor sprechen. Ja. Es ist der bekannte Rocket-Motor, 4,5 Liter von 4 Liter. Genau. Also PS, 1250 Newtonmeter Drehmoment. Also im Endeffekt, mechanisch sind die Motoren alle gleich aufgebaut. Also du hast immer die üblichen Maßnahmen, die wir machen, Kurve, Welle, Pleuel, Kolben. Also mechanisch ist dieser 900 PS Motor bis auf ein paar Details, ich sag mal, identisch vom GLE 900 Rocket Edition, vom GT Rocket mit 900 PS oder eben auch einem 900 Black, Super Black. Also das Mechanische ist gleich. Die Besonderheiten sind hier natürlich einfach in der Applikation. Klar, das ist ein Auto, was natürlich völlig anders gefahren wird als ein XRP, genau. Im Zweifel ein völlig anderes Einsatzgebiet hat, damit andere Drehmomentkurven, anderes Ansprechverhalten. Wir machen aber auch zum Beispiel Unterschiede bei der Fahrpedal-Kennlinie. Also das heißt, du hast ja heute keine synchrone Bewegung zwischen dem, was du mit dem Gaspedal, Fahrpedal machst und was mit der Drosselklappe passiert. Das heißt, da kannst du eine unterschiedliche Charakteristik reinmachen, du kannst eine unterschiedliche Steigung machen, du kannst eine Progressivität da reinmachen. Das machen wir bei einem Rocket Edition Straßenanwendung eben viel aggressiver. Ich wollte gerade sagen, also es macht ja Sinn, ein Auto wie dieses hier viel aggressiver und viel sportlicher im Anzug auszulegen. Genau, dass du einfach mehr diesen Kick hast, wenn du direkt bei wenig Fahrpedal noch eine relativ viele Momentanfrage so das Fachchinesisch unterwegs ist, was dafür auch geeignet ist. Ansonsten ein Thema ist auch natürlich das Thema Emissionen. Wir fahren mit den unterschiedlichen Gewichten unterschiedliche Fahrwiderstände. Das heißt, wir haben da auch ein unterschiedliches Emissionsverhalten. Auch da gibt's Feintuning. Aber an der Stelle ist natürlich auch mal wichtig zu erwähnen, ich meine, das ist was wir immer wieder sagen, dass natürlich alle Fahrzeuge, die wir bauen, komplett TÜV abgenommen sind und alle gängigen Emissionsvorschriften erfüllen. Und wir da auch sehr wenig, eigentlich kann man sagen gar keinen, Spielraum haben im Verhältnis zur Großserie. Nein, überhaupt keinen. 0,0. Ja. Also es gibt ein paar Kleinigkeiten, die wir in der Gänze nicht abbilden müssen, weil wir als Kleinserienhersteller da rausfahren. Aber es sind wirklich, ich sag mal, mehr formalistische Themen. Ansonsten ist das Euro 6 WLTP-Standard, also in dem konkreten Fall, was jetzt die aktuelle Level ist, Euro 6 AP. Den erfüllt dieser Motor. Dieses Auto hat eine europäische Einzelgenehmigung, die wir eben als Kleinserienhersteller entsprechend erwirken können. Eine Frage, die mir immer wieder entgegenkommt und die immer wieder regelmäßig gestellt wird, ist Lebensdauer. Wenn wir einen Hochleistungsmotor in einem solchen Auto verbauen, dann ist immer die Frage, beeinflusst das die Lebensdauer? Und die Implikation ist natürlich negativ. Also haben wir hier einen Motor, der schneller alt wird oder schneller kaputt geht
als ein Serienmotor von Mercedes-Benz? Nein, im Prinzip nicht, weil wir das natürlich, ich sag mal, kompensieren mit der Hochwertigkeit der Materialien, die wir aufsetzen. Es ist natürlich so, dass ich mehr Leistung auch mehr Belastung bedeutet. Mehr Belastung ist aber nur eben dann ein Problem, wenn die Bauteile, egal welche es sind, dieser Belastung oder dieser Mehrbelastung nicht gewachsen sind. Da wir aber ganz viele Bauteile an diesem Motor tauschen, verstärken wir natürlich die Bauteile. Oder nehmen zum Beispiel hochwertigere Legierungen, Materialitäten, um dann eben sicherzustellen, dass wir die entsprechende Dauerhaltbarkeit haben. Das gilt aber übrigens nicht nur auf dem Motor, es gilt auch für Fahrwerksteile, es gilt für Federbeine zum Beispiel auch, also ganz verschiedene Komponenten, wo wir einfach, ich sag mal, die Mehrbelastung, die mehr Bauteilstress bedeutet, über entsprechende Bauteilgüte, Materialitäten und so weiter eben abfedern. Was ist jetzt vorne Standard Bravo Size G-Class und was ist Rocket Edition, was ist spezifisch am P900? Also die Basiskomponenten des White Stars, das ist sozusagen sicherlich das, was wir ja heute für alle G-Varianten anbieten, 900, 800, 700 White Star, das sind ja ganz übliche Produkte. Das heißt, die komplette Frontschürze hier, die auch breiter ist, mit den entsprechenden Kotflügelverbreiterungen. Was kein Rocket-spezifisches Bauteil ist, ist auch dieser Carbon-Einsatz mit dem zusätzlichen Auffindebeleuchtung. Was jetzt aber als erstes Artikel Rocket-spezifisch ist natürlich die Carbon-Frontlippe mit den sehr sportlich ausgeformten und in dem Fall hier rot lackierten Seitenflügeln. Das ist das wesentlichste Rocket Edition Bauteil an der Front. Und dazu kommt dann noch der Rocket-spezifische Kühlergrilleinsatz mit diesen Lufteinlässen hier an der Seite, die ja auch noch eine Ambiente-Beleuchtung in Rot haben. Ja, Bravo Startup Glow, der natürlich genau wie der rot leuchtende Rocket-Auspuff komplett TÜV zertifiziert ist und legal ist. In dem Moment, wo man das Auto startet, gehen sowohl der Startup Glow vorne, deshalb heißt er ja auch Startup Glow, und, wer hätte das gedacht, und der Rocket-Auspuff aus. Und das Licht geht aus und es ist ein vollkommen normaler, nicht beleuchteter Auspuff und Grill, weil die Beleuchtung weiter zu erhalten würde mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis einhergehen. Genau, wäre nicht zulassungsfähig, weil das rote Licht vorne geht gar nicht. Rotes Licht ans Auto gehört immer nur hinten. Gibt's rotes Licht, ist reserviert für andere? Genau, das heißt, das wäre nicht zulässig. Das umgehen wir, indem wir das wirklich sozusagen nur als Startup Glow Begrüßungsszenario, name it, eben inszenieren. Aber sieht cool aus. Sehr cool. Einige Bauteile, die schon bekannt sind vom G900 Rocket Edition, haben wir jetzt genau hier an der Seite. Und zwar die Kotflügelaufsätze in Kohlefaser vom Whitestar auf dem Whitestar. Genau. Und natürlich das komplizierteste Bauteil, was wir hier, glaube ich, in Carbon am Fahrzeug haben. Nicht das größte, aber das komplizierteste. Ja. Weil ganz viel 3D und ziemlich komplizierte Umgebung für so ein Bauteil mit viel Bewegung ist die Aerodisc. Genau. Wir haben die 24 Zoll Räder. Das ist auch genau die Radreifenkombination, wie wir sie beim G900 Rocket Edition nehmen. Kleine Besonderheit, weil jetzt neu mit unserem Technologiepartner Continental eine spezielle 24 Zoll Ich wollte gerade fragen, lass uns mal allgemein einstellen. Das Thema Räder und High Performance ist bei großen Rädern ja auch immer eine Herausforderung. Das heißt, wir haben grundsätzlich ja immer damit zu tun, weil am Ende der Reifen verbindet das Rad mit der Straße. Wenn das nicht funktioniert, haben wir es sofort mit signifikanten Performance-Einbußen zu tun oder mit signifikanten Sicherheitseinbußen zu tun. Ja, das ist das Worst Case. Wie lösen wir das? Das lösen wir, indem wir entsprechend eben starke Partner haben, mit denen wir zusammenarbeiten. In dem Fall ist es ja so, der P900 ist nochmal ein ganzes Stück schwerer als der normale G900 Rocket Edition, gerade auch mit der Ladefläche. Wir brauchen ja Zuladung, dadurch ergibt sich einfach ein entsprechend höheres zulässiges Gesamtgewicht. Und Continental hat extra für uns eine 24-Zoll-Kombination entwickelt, die wir so auch auf die mit normalen G24 Zoll bereift anbieten werden natürlich. Das ist keine spezifische Geschichte für den P900, hat aber hier einen ganz gewaltigen Vorteil, weil es einfach alles sogenannte High-Load-Reifen sind, also die hohe Load-Index haben, dass wir gerade mit diesem dann sehr schweren Auto eben sicherstellen, dass wir die entsprechende Tragfähigkeit haben. Unabhängig davon ist der Reifen auch wirklich, weil er auf der neuesten Generation des Sportkontakt 7 eben aufbaut, ist Sportkontakt 7 Baukasten bei Continental, auch super performanter und ein sehr komfortabler Reifen. Auch eine wichtige Attribut. Wir arbeiten ja lange schon mit
Continental zusammen. Einer unserer wichtigsten Technologiepartner. An der Stelle auch mal Dankeschön, liebe Kollegen von Continental, dass ihr das immer wieder möglich macht und natürlich damit uns die Möglichkeit schafft, solche schönen Räder hier auch auf einem Top-Fahrzeug, Rocket Edition, zu verbauen und damit auch die Leistung zu ermöglichen. Direkt nebenan, und so langsam kommen wir zum P, ist, das ist das Einzige, was noch fehlt vorher, der Auspuff. Brabus Klappenauspuff mit voller Carbonummantelung. Erklär mal, was das an Herausforderungen mit sich gebracht hat im Verhältnis zu einem normalen Edelstahlauspuff. Im Endeffekt immer das Thema Wärmemanagement. Also wir haben ja einmal das Carbon, das wärmer werden darf, aber auch nicht zu warm werden kann, dann wird es nämlich gelbstichig. Also du hast immer bei Carbon folgende Problematik. Entweder du nimmst direkt von Anfang an ein Hochtemperaturharz, das ist aber meistens gelblich und hat damit eben nicht die Oberfläche und nicht die Wirkung, die wir haben wollen. Das hat immer so einen Gelbstich. Wenn du es nicht nimmst und Carbon wird zu warm, wird auch selbst ein klarer Gelcoat, der eben komplett transparent ist, nicht gelbstichig ist, irgendwann gelb. Ja. So, und das ist alles, was wir nicht wollen. Von der Basis wollen wir es nicht und wir wollen es auch nicht, dass es über Lifecycle so wird. Das heißt, da ist es unheimlich wichtig, eben entsprechend sicherzustellen, dass der Temperatureintrag in das Carbon nicht so hoch wird. Das ist die erste Aufgabe. Deshalb sieht man natürlich auch hier die unterschiedlichen Rohre und die unterschiedlichen Rohrdurchmesser, wo immer sich... Also wenn man da rangeht, sieht man, wir haben zwei Rohre. Genau. Wir haben einmal das innere Rohr, das tatsächliche Rohr der Abgasanlage, genau. Und wir haben einmal nochmal ein Rohr, was natürlich ein verziehendes Element ist außenrum, allerdings auch eben ein richtig wichtiges Hitzeschild an der Stelle. Genau, weil du hast immer eine Spaltisolierung zwischen jedem der Rohre, also einmal von Innenrohr zu Außenrohr und von Außenrohr zum Carbon. Dann führen wir von hinten natürlich auch noch Luft rein über die Gestaltung des Carbonbauteils und somit ist erstmal ein wichtiger Schritt gemacht, um das Carbon zu schützen. Jetzt könnte man ja sagen, Carbon, gerade Prepreg, wird ja immer im Ofen gebacken. Warum wird denn das gelb? Aber das, du hast es in einem Nebensatz vorhin schon erwähnt, das, was gelb wird, ist ja nicht die Kohlefaser an sich, sondern eben der Klarlack, der am Ende da drüber kommt. Genau. Also natürlich teilweise mehrere Schichten Klarlack auf solchen Bauteilen, beziehungsweise werden die Carbonbauteile grundsätzlich, wenn sie aus dem Ofen kommen, dann noch eine ganze Ecke weiter bearbeitet, eine ganze Weile weiter bearbeitet. Und irgendwann kommt dann das Finish dabei raus, das wir haben wollen. Und es ist nicht notwendigerweise die Struktur des Bauteils, die dann nicht mehr funktionieren würde, aber es sieht einfach doof aus, weil der Klarlack sich verfärbt. Genau, also ich sag mal, das Bauteil als Bauteil, also Strukturfestigkeit und so, würde dadurch gar kein Thema. Würde einfach eben unansehnlich gelb werden. Ja. Und das wollen wir nicht. Weil das ja nicht noch schwierig genug war, haben wir natürlich noch die nächste Herausforderung gesucht und haben gesagt, der muss ja noch beleuchtet sein. Beleuchtet bedeutet LEDs. Und LEDs finden auch eine Sache ganz doof. Hitze. Ja, deshalb haben wir auch eben diese mehrschaligen Aufbau, wieder das Thema Hitzeisolierung über Spalt. Und wir benutzen natürlich sehr spezielle LEDs, die, ich sag mal, schon eine gewisse Temperatur aushalten können, sonst würde es gar nicht gehen. Aber das ist halt ein wichtiges Thema. Und das war auch ein Weg, also viele Sachen. Ich sag mal, zwischen der ersten Idee, wir wollen mal einen beleuchteten Auspuff haben. Genau, bis dann, wie du aber richtig sagst, es funktioniert, es geht bei Tag und bei Nacht, es geht bei warm, bei kalt und es geht auch nach ein paar Jahren noch, ist das halt dann eben entsprechend mühseliger. Wäre nicht besonders gut für unser Image, wenn nicht nur, also ich meine, da ist ganz ehrlich gesagt, die rote LED oder farbige LED in so einem Auspuff meine kleinste Sorge. Gibt es andere Bauteile, die funktionieren müssen. Ja. Wir haben in letzter Zeit viel auch, über Festigkeit von Rädern, bei der Diskussion um Carbonräder gesprochen. Wir haben viel über das Funktionieren von Motoren gesprochen. Wir hatten es ja vorhin mit der Lebensdauer. Also das ist jetzt kein Bauteil, was sicherheitsrelevant ist. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn du den schönen beleuchteten Auspuff kaufst und dann funktioniert der nicht. Anyway, und lass uns mal angucken, was den P900 zum P900 macht. Ja, denn, wie vorhin gesagt, wird spannend. Genau, hier wird's spannend. Das hier ist der zwar nicht kleine, aber niedrigere Bruder vom XLP. Und auch hier nochmal, XLP heißt ja XLP 900 oder 800 und hier eben P900 Rocket Edition, weil wir das von Anfang an auch als Produktfamilie gedacht haben. Auch wenn wir eine gewisse Reise hinter uns bringen mussten, um zu diesem Auto zu kommen. Und zwar steht XLP für länger und höher. Das heißt insgesamt 720 mm Länge, davon 500 mm Rahmenverlängerung. Und P für Pickup. So, und logischerweise ist natürlich ein Auto, was keine Portalachsen hat, aber immer noch die Rahmenverlängerung und ein Pickup, dann der P900.
Genau. Das heißt, wie du richtig sagst, also bezüglich Rahmenverlängerung, das heißt eigentlich alles, was wir karosseriebauseitig haben, die Änderung der Karosse hier mit dem Einsetzen der neuen Rückwand, dieser ganzen neuen Blechgestaltung hier, das ist Übernahme XRP, 100%ig gleich, die ganze Kabine und auch 100%ig gleich zum XRP ist die reine Ladefläche, also hinten der Pickup-Aufbau. Genau, denn, ich meine, ich finde, das Auto hat so gute Proportionen, dass häufig Menschen davor stehen, deshalb erwähne ich das nochmal separat. Es gibt natürlich eigentlich keinen G-Class Pickup. Das ist für uns hier intern eine völlige Selbstverständlichkeit, dass natürlich eben ab der C-Säule alles neu ist. Was aber für viele überraschend ist, weil es natürlich genauso wirkt, wie es soll. Als komplettes, eigenständiges Fahrzeug, als wenn es nie anders gedacht gewesen wäre. Den Aufwand, den wir hier halt treiben, gibt den Eindruck eines Komplettfahrzeuges in einem Guss, wie es als Derivat zum Beispiel auch von einem Werk denkbar wäre. Ja, so muss es sein. Genau. Dementsprechend betreiben wir genau den Aufwand, den wir hier betreiben. Wenn wir das Fahrzeug jetzt insgesamt 720 mm verlängern, davon 500 mm der Rahmen, ist das schon ein Stück. Was tut sich bei dem Auto in Richtung Steifigkeit, also in Richtung Veränderung der Karosserie und in Richtung Fahrverhalten? Also von uns aus gar nicht, weil wir entsprechend gegenwirken. Also natürlich hat ein längerer Rahmen grundsätzlich die Eigenschaft, eher zu tordieren. Deshalb haben wir da entsprechende Verstärkungen drin. Wir sprechen von sogenannten Aufsatzteilen, Verstärkungsteilen in verschiedenen Bereichen. Der Rahmen ist ja in sich auch komplett neu in der Festigkeit berechnet. Beim G ist es nach wie vor ja immer so, dass wir wirklich einen Rahmen-Karosserieaufbau haben, also keine klassische selbsttragende Karosserie, wo du das eben in einer Karosse drin verbunden hast. Das heißt, bezüglich Bauteil-Rahmensteifigkeit sind wir unverändert zur Serie. Der Rahmen hat hier ein paar Vereinfachungen im Verhältnis zum XLP, weil der XLP natürlich gerade im Bereich der Achsaufnahmen für die Portale nochmal einen deutlich höheren Aufwand und auch mehr Verstärkungsmassen. Das ist auch der Grund, warum ich bin einige Male gefragt worden, ob der Unterschied zwischen XLP und dem P900 das Weglassen der Portalachsen ist. Und im Prinzip kannst du sagen, erstmal die Einsatzantwort ist ja, dann kommt aber direkt das und. Genau. Es ist nicht das Einzige. Also die Portalachsen wegzulassen, führt natürlich am Ende hier zu dieser Fahrzeugform. Aber um die Performance eben auf die Straße zu bringen und das auch fahrzeuggerecht zu tun, das richtige Setup dabei rauszukriegen, muss eben ein bisschen mehr gemacht werden. Eben unter anderem eine andere Rahmenbahn. Genau. Also beim XLP haben wir, wie gesagt, deutlich nochmal mehr Versteifung, die sich einfach darüber ergeben, dass natürlich so große, aufwendige Portalachsen nochmal mehr Kräfte in den Rahmen reingeben. Wenn du in so ein Auto natürlich reinbringst, wenn du Offroad damit unterwegs bist. Ja. Also man stellt sich mal Trialfahrten vor, wo wirklich am Ende eine Achse, also zumindest an einer Seite vorne und hinten komplett in Luft ist. Genau. Und durchaus auch mal auf 3 Rädern gefahren wird. Genau. Was hier auch ist, und können wir in dem Zusammenhang auch mal drüber sprechen, auch fahrwerksseitig, also Federdämpfer, Federbeine, Dämpfer und Federsetting ist dieses Auto auch nochmal massiv geändert im Verhältnis zum XLP, wie aber auch zum G900 Rocket Edition. Beim XLP haben wir natürlich auch wieder, klar, da sind die Portalachsen, deshalb sind die Federbeine, die Federdämpferauslegung eine ganz andere. Aber selbst hier, wo wir ja sagen, wir haben ja eigentlich keine Portale, ist das Thema Federdämpfer und vor allem auch elektronische Steuerung der Dämpfer, weil wir haben ja immer elektrisch verstellbare, über Fahrprogramm anwählbare Dämpferprogramme, sind nochmal deutlich anders und massiv geändert zum G900 Rocket Edition, weil es einfach so ist mit dem längeren Radstand, dem höheren möglichen zulässigen Gesamtgewicht und auch dieser Ladeplattform, die ja in sich ja auch nochmal Bewegung hat, weil die ja auf 4 Punkten über Gummilager am Rahmen befestigt ist, braucht man da auch nochmal eine komplette neue Abstimmung. Also auch das ist im Endeffekt wieder auch, wie du sagst, ist ein G900-Fahrwerk, aber auch nicht, weil... Genau, bisschen und. Genau. Also das ist so häufig so, dass dann eben angenommen wird, bei einer professionellen Produktentwicklung angenommen wird, ach ja, guck mal, das ist das minus das. Wir haben hinten natürlich dementsprechend kein Ersatzrad, sondern auch hier eine modifizierte Version des Teils, was wir beim G900 Rocket Edition hinten haben. In dem Fall gibt es natürlich einen Anschluss, an den normalerweise das Ersatzrad angebracht wird. Und die müssen wir sauber abdecken. Und insofern ist da hier, finde ich, ein sehr, sehr schönes Bauteil entstanden. Genau. Man muss ja auch immer auf Details achten, dass, ich sag mal, der Phaseverlauf genau gegenseitig ist. Ne? Auch da, wir haben vorhin, ist vielleicht eine Erwähnung wert, wir haben vorhin über Komplexität bei Kohlefaserteilen gesprochen. Und jetzt gibt es ja einen absoluten Liebling
unserer Kohlefaserfertigung. Und das sind 2 Teile, nämlich genau dieses hier und die Reserveradabdeckung. Genau. Weil sie dieses eingelassene Brabus-Logo haben, das natürlich in seinen Konturen sehr exakt abgebildet werden muss. Und jetzt gibt es so eine Grundregel: Je komplexer ein Kohlefaserteil ist, das heißt, je mehr 3D in dem Moment häufig ein Kohlefaserteil beinhaltet, je mehr die Form von einer flachen Fläche in den Raum geht, desto mehr erschießt sich dafür jeder, der es am Ende bauen muss. Ja, weil du musst natürlich hier, es ist ja ein Prepay-Carbon-Bauteil. Das heißt, alles, was hier an Kohlefaser verbaut wird oder eingelegt wird ja wirklich in negativ gelegt, händisch gelegt. Das heißt, du siehst die finale Form, du siehst die finale Struktur des Bauteils erst, wenn du es aus dem Ofen holst, aus der Form, nimmst, ist ein bisschen einfacher, es ist aus der Form herausholst und dann umdrehst. Und genau dann siehst du, ob hier beispielsweise irgendwo an der Ecke ein Faserverlauf verkehrt ist. Genau. In dem Moment bedeutet das dann und auch das Einlegen in diese engen Radien. Das ist natürlich, gerade wenn du jetzt zum Beispiel beim S hier siehst, diese engen Radien, das ist natürlich eine wahnsinnige Fummelsarbeit sicherzustellen. Dann gehst du ja mit solchen Spadeln rein, dass du es wirklich dann da reindrückst und sicherstellst, dass die Carbonfaser genau im Negativ liegt. Und, was du ja auch schon gesagt hattest, wir machen uns natürlich dann auch noch einen zusätzlichen Aufwand, dass wir, in der Fläche die Carbonstruktur so legen und in den tiefer gelegenen Bereichen, also in den Buchstaben, natürlich genau um 45 Grad verdreht die Faser einlegen. Das sind so Details, die sind uns immer sehr wichtig, die machen wir sehr oft. Überhaupt das Thema, wie legen wir die Fasern, wie richten wir sie aus, und das macht dann immer den Aufwand und leider auch hier und da den Kopfschmerz in der Produktion. Aber es zahlt sich aus. Viel Arbeit auf wenig Platz, wie bei einem guten Uhrwerk. Und das ist am Ende dann aber auch sichtbar, wenn man sich im Detail mit so einem Auto beschäftigt. Lackieren ist übrigens auch immer eine schöne Herausforderung bei so reingezogenen Sachen. Das heißt, wir müssen ja wirklich viele Schichten Klarlack auf. Und dann musst du sehr aufpassen, dass der Klarlack natürlich auch nicht hier in die Vertiefung läuft. Also da gibt es verschiedenste Themen, die es wirklich aufwendig wie unser Finanzchef Stefan Osters gesagt hat, ist beliebig kompliziert. Ja, genau. So, wir gehen beliebig kompliziert mal ein bisschen weiter nach unten. Ja. Und finden einen, finde ich, sehr gelungenen Diffusor. Das ist natürlich aggressiv. Die eigentliche Heckschürze ist ja unsere Heckschürze aus dem Weizster-Paket. Aber dann kommt eben dieser Diffusor als Rocket-spezifisches Bauteil dazu. Wäre auch irgendwie komisch, wenn es vorne wäre, hinten aber nicht. Dann wäre vorne breit und hinten schmal. Wäre doof. Schönes Detail am Heck, finde ich, sind immer die Plaketten. Wir haben hier links den Brabus-Schriftzug mit roter Umrandung und rechts den 900 Rocket Edition Schriftzug, auch in Kohlefaser mit roter Umrandung. Und es ist ein schönes Detail. Und ja, es hat eine besondere Bedeutung, immer wenn ein Rahmen farbig, hier natürlich aufs Interieur angepasst, ein solches Auto ist es ein Brabus Masterpiece. Jetzt gibt es natürlich auch Kunden, die so reduziert unterwegs sein wollen, dass sie sich das wieder wegreduzieren. Aber umgekehrt wird es nie sein. Es wird nicht ein Fahrzeug, was kein Brabus Masterpiece ist, einen Schriftzug bekommen, der dann die farbige Umrandung hat. Genau. Last but not least, Interior. Mit klarer Inspiration vom GLE 900 Rocket Edition. Aber ein bisschen anderer Farbton, aber natürlich in den Zierteilen die gleiche Ausführung, nämlich knallrot. Jetzt haben wir es hier in einer sehr dunklen Variante wieder im P900. Kommen wir mal rein. Ich finde absolut sensationell. Insgesamt ist die Kombination rote Zierteile, dunkles Leder, in dem Fall jetzt hier schwarz. Es flasht mich immer wieder und ich finde es sensationell. Jetzt ist das natürlich kombiniert mit dem schwarzen Leder und, weil es ja ein Brabus Masterpiece ist, allen möglichen Techniken, die wir im Moment beherrschen, die wir hier im Interieur untergebracht haben. Absolut. Das erste, was mir sehr viel begegnet im Moment, ist das Thema Shell Pattern, also Muschelraute. Aber warum ist das so? Warum kommt das Muster so viel vor? Was macht das so attraktiv? Du hast wir haben diese Muschelform mit den kleiner werdenden Lochungen innerhalb jeder einzelnen Muschel. Und ich glaube einfach, weil du keine großen Flächen brauchst, um zu sehen, dass es aufwendig gearbeitet ist. Also gerade beim G hast du ja keine großen Türinnenflächen. Natürlich siehst du auch, großformatige Muster gut auf den Sitzflächen, weil eine Sitzfläche hat immer eine gewisse Größe, das siehst du. Aber gerade bei den Türbereichen hast du nur einen begrenzten Bereich, wo du eben
mit der Muschelraute eben super illustrieren kannst und zeigen kann, dass da viel passiert. Also weil es eben ein kleineres Muster ist. Ich finde, dass es erstaunlich ist, dass es homogen nutzbar ist über verschiedene Bauteile. Das ist ja völlig unterschiedliche Kanten, völlig unterschiedliche Radien, völlig unterschiedlich. Also ein Autositz ist ein völlig anderes Thema als eine Mittelkonsole, ist ein völlig anderes Thema als eine Fußmatte. Und auf allen Formen wirkt das Muster gut. Und dadurch ist es extrem kombinierbar. Also es schafft einen sehr, sehr schönen homogenen Eindruck, wo du aber, wenn du ins Detail gehst, viel siehst. Und so langsam aber sicher wird synonym mit unserer Marke. Das ist aber nicht das Einzige, was wir machen, sondern wir haben natürlich diverse andere Themen hier. Ja, und das Thema Prägen ja auch, das Thema als Prägen. Masterpiece. Jetzt erzähl mal was zum Thema Prägen. Das ist ja nur auch eine Reise, die wir schon länger miteinander unternehmen. Und die Reise ist ja auch noch gar nicht zu Ende. Ich glaube, möchte jetzt eigentlich, oder wir sollten jetzt hier noch nicht so viel verraten, was wir haben, weil das wirklich ja, ich sag mal, eine sehr ernsthafte Technologieentwicklung ist, die wir gerade betreiben zum Thema Prägen. Also das ist wirklich ein Forschungsthema. Wie gesagt, da sollten wir jetzt noch nicht so im Detail drüber sprechen. Ich glaube, was wir sagen können, ist, dass wir irgendwann entdeckt haben, dass natürlich neben dem Thema Sticken, Steppen, Perforieren, Unterlegen, Arbeiten mit mehreren Schichten, neben dem Thema Leder, Arbeiten mit anderen, eben auch zum Teil veganen Materialien wie Alcantara, wie Dynamica oder anderen Stoffen, auch wir einen sehr, sehr starken Blick auf den Bereich Fashion geworfen haben, uns immer wieder sehr deutlich mit anderen Marken auseinandergesetzt haben. Und klar ist, Prägen ist in der Fashion ein absolut gängiges Verfahren, um Materialien zu veredeln. Und das ist da aber im Automobilbau schwerer. Es ist nicht überall schwerer. Also beispielsweise hier in der Türtafel ist es annähernd das Gleiche, aber beispielsweise auf einer Sitzwange, die dann auch noch sich irgendwie dynamisch aufpumpt, also mit Luft füllt und oder sich zusammenfaltet, je nachdem, wie du gerade den Sitz eingestellt hast und die natürlich auch deutlich anders geformt ist als beispielsweise eine Handtasche oder ein Weekender, ist es eine vollkommen andere Thematik. Und wir beschäftigen uns jetzt insgesamt seit, ich würde sagen, 3-4 Jahren. Ja, fast 4 Jahre auf jeden Fall. Mit dem Thema Prägen, wirklich im Detail. Genau. Eine große Herausforderung ist natürlich auch immer die Größen der Prägefelder, die du brauchst. Du brauchst natürlich immer für eine Handtasche, wie du richtig sagst, diese Fläche, die entspricht ja einer Handtaschenfläche. Das ist was im Modebereich und gerade Lederaccessoires üblich ist. Aber wenn wir Bereiche haben, wie zum Beispiel im Dachhimmel, wo wir ja auch einen ziemlich breiten, langen Streifen haben, das ist deutlich größer als eine Handtasche. Und dann ist es bei uns im Moment ja so, auch eine Besonderheit, wir prägen ja nicht über ein Walzensystem. Also du kannst ja über eine Platte prägen oder eben über eine Walze. Diese Walzentechnik, die hat den Vorteil, dass du relativ wenig Prägekraft brauchst, weil du ja das Material grundsätzlich ist mal sinnvoll zu sagen, Prägen ist ja immer Druck mal Temperatur mal Zeit. Genau. Und das Problem ist, bei diesen großen Flächen, die wir haben, wir prägen ja im Moment noch mit einer Platte. Wie gesagt, da sind neue Technologien, die wir selber entwickeln, gerade in Arbeit, die das auch nochmal anders aufwenden. Aber im Moment prägen wir mit einer Platte. Diese Platte hat eine entsprechende Größe, damit wir diese Feldgrößen hinkriegen. Und dann wiegt dann auch mal ganz schnell hunderte Kilo? Ja, genau. Also was auf jeden Fall das Spannende ist, eigentlich das ganz Entscheidende ist, und wir haben heute gerade noch wieder einen Termin gehabt dazu, wir prägen ja dieses Muster mit 120 Tonnen Prägekraft. Du brauchst, Wahnsinn. Ja, weil du hast natürlich einen wahnsinnig hohen Negativanteil, den du runterprägen musst. Dann über die große Fläche. Druck mal Fläche ist die Kraft, die dann jeweils wirkt. Und dann brauchst du am Endeffekt eben eine 120 Tonnen Maschine dafür. So, jetzt sind wir angekommen im super nerdigen Tech Talk und machen auch direkt weiter, damit wir nicht die ganze Zeit über Prägen reden. Aber ich glaube, was rüberkommt, ist, dass wir uns eine ganze Menge mit Details auseinandersetzen. Es ist die Dinge, die wir inzwischen in Interieurs tun, hexen sich da nicht von alleine rein, sondern sie brauchen meistens, und auch da hat sich wirklich die Welt bei Brabus echt stark verändert. Die brauchen meistens richtig Zeit und richtig Aufwand. Also ein Verfahren Prägung zu beherrschen oder ein Verfahren Sticken, Steppen zu beherrschen, in der Form, wie wir das jetzt tun, hat uns Jahre gekostet. Und wir investieren ja im Thema Stick-Steppen-Muster auch immer noch weiter. Ja, weiterhin in Maschinen, in Technologien, in Software. Zum Beispiel das ganze Schreiben für die Maschinenprogramme, für das Sticken, Steppen, Perforieren. Ja. Da haben wir ja auch eine eigene Softwareentwicklung, eigene Software-Tools, die wir haben. Und wie gesagt, für mich ist auch immer wichtig, wir haben da mittlerweile, also gerade bei dem Thema Software für die Stick-Stepp-Geschichten oder eben auch
das Thema Weiterentwicklung der Technologien zu prägen. Eine enge Zusammenarbeit mit den Hochschulen hier im Gebiet. Also gerade die Hochschule Ruhr-West, die ja für uns mit dem Campus in Bottrop und einem Campus in Mülheim und Ruhr eigentlich die Ruhrgebiets- und Fachhochschule ist, einen super engen Kontakt und das finde ich begeistert mich und zeigt auch den Aufwand. Deshalb, ich habe es gerade deshalb gesagt, weil ich mich an Zeiten erinnere, wo Interieurs nicht so komplex waren wie heute. Ich finde, sie sind ja nicht nur komplexer geworden. Ich finde, sie sind auch einfach wunderschön, wie wir sie heute bauen. Ja. Aber die Zeiten, das gilt auch nicht nur für Interieurs, sondern auch für andere Bauteile und Fahrzeugvarianten insgesamt, in der wir etwas beschlossen haben oder eine Idee hatten und dann 6 Monate später vor dem fertigen Ergebnis standen, die ist schon lange vorbei. Ja, ich würde sagen, für so ein Verfahren, ein neues Muster, komplette Integration, Stick-Step-Muster brauchen wir, ich würde zwischen 12 und 18 Monaten sagen. Ja, mit allen Absicherungen und Validierungen. Ist das bei grundsätzlichen Entwicklungen wie eben das Thema Prägen mal komplett neu zu denken im Automobilbau. Also Prägen ist jetzt eine jahrelange Reise. Ist dann eher eine 3 bis 5 Jahre lange Reise. Genau. Was haben wir vergessen? Viel Kohlefaser. Wie üblich. Viel Kohlefaser hier Innen vorne. wie außen, ja. Das sind natürlich ganz, ganz viele tolle Details. Insgesamt begegnet mir immer wieder, dass ich mit Kunden spreche, die dann mental mitgehen, 2 Farben im Interieur zu haben. Wenn ich dann aber sage, dass wir meistens 3- oder 4-farbig unterwegs sind im Interieur, treffe ich häufig auf erstaunte Gesichter. Diese 3 oder 4 Farben ergeben sich ja, oder Farbtöne, kann man besser sagen, ergeben sich ja allein schon über den Materialmix. Du hast immer das Thema Zierteile, Metall und Kunststoff. Du hast immer das Thema Kohlefaser, du hast immer oder fast immer das Thema Kohlefaser. Du hast immer das Thema lackierte Flächen, du hast immer das Thema Leder, du hast immer das Thema Alcantara, Dynamica zum Leder und du hast häufig dann noch das Thema Biesen, Keder, die nochmal farblich abgesetzt sind. Und da kommen dann häufig mal 4 Farben dabei raus, die aber auch gut zusammen harmonieren. Insgesamt gibt es natürlich in den ganzen Kategorien so viele schöne Teile in dem Interieur, dass wir die jetzt wirklich nicht einzeln durchgehen können. Aber nur um ein paar zu erwähnen. Meine Highlights: Türstift, tolle Metalllogos, wirklich ganz, ganz kleine, zierliche, wunderschöne Metalllogos, die natürlich hier auch in Rot abgesetzt sind. Das Thema Kohlefaser-Einstiegsleiste mit beleuchtetem Logo und das Thema Kohlefaser-Handgriff auf allen 4 Hauptsitzplätzen. Genau. Wirklich ein riesiger Unterschied. Natürlich haben wir auch in Rot die Masterpiece-Plaketten, wie bei jedem Masterpiece im Sitzrücken. Aber eine Besonderheit bei dem Auto ist hinten. Ja, nämlich die Brabus Einzelsitzanlage. Ist übrigens auch etwas, was wir ja immer im Standardlieferumfang beim G900 Rocket Edition haben und aus dem Grund auch eben für den P900 Rocket Edition mit übernommen haben. Heißt Tische, heißt Cupholder, beheizt und gekühlt. Heißt Kühlfach im vorderen Bereich für 4x0,33er Dose oder 2x0,5 Liter Flasche. Die passen da wirklich gut rein. Wir haben Induktionsladen noch in der Mittelkonsole. Also VIP-Cruising mit 4 Personen. Mit 4 Personen. Mit 2 Personen. Nein. Insgesamt nicht nur cooles Interieur, sondern ich finde ein echt faszinierendes Fahrzeug. Absolut. Tolles Auto, was aus einem Guss wirkt. 280 km/h Topspeed mit dem Pickup, für mich immer noch die Sensation und für mich einfach one second wow. Und ganz anders als alle anderen Autos in der Gesamtwirkung und ein echt würdiger Vertreter der Rocket-Reihe. 100%. Was am Anfang ja nicht klar war. Ne? Die Diskussion hatten wir und zwar lange. Genau, aber jetzt ist er da und er erfüllt das und geiles Auto. Thank you guys for watching. If you enjoyed this video, then don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, hit the bell, and maybe share it with a few friends who are not yet part of the Brabus community. And I'll see you in the next video.